versucht ihn zu retten. Rumi versucht, Gino vor dem bösen Slide Eater zu retten. Aber sie schafft es nicht. Gino ist jetzt im Bauch von der bösen Slide Eater Rutsche. Und Rumi kämpft gegen Slide Eater. Und jetzt rennt Rumi auf einmal noch weg. Aber wohin? Ich weiß nur eins, dieses Video ist nichts für Kinder. In unserer Stadt gibt es 5 Spielplätze und auf einem muss sich Gino befinden. Wir werden jetzt jeden einzelnen Spielplatz mit unserer Drohne abfliegen und Gino retten. Gino könnte sich zum Beispiel hier unten auf diesem Spielplatz in der Rutsche befinden. Oder Gino wird hier oben in dieser blauen Slide Eater Rutsche gefangen gehalten. Oder Gino befindet sich hier oben bei der roten großen Rutsche im Wald. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Lass unbedingt jetzt ein Like auf dieses Video da. Nur mit deinem Like können wir jetzt Gino retten. Auch wenn dieses Video nichts für Kinder ist, müssen wir heute Gino retten. Aber zu welchem Spielplatz sollen wir als erstes fliegen? Lass uns direkt zu dieser grünen Slide Eater Rutsche fliegen. Die ist nur 2 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Wir dürfen keine Zeit verlieren und starten die Drohne jetzt sofort. Ihr habt es gerade auf unserem Fernseher gesehen. Gino wurde auf einem Spielplatz von Slide Eater aufgegessen. Gino wurde einfach so von Slide Eater aufgegessen. Wir sind jetzt hier bei dem ersten Spielplatz und hoffentlich finden wir hier eine Slide Eater Rutsche. Und hoffentlich finden wir Gino dort in der Slide Eater Rutsche drin. Da ist Gino und er wird ausgespuckt. Was, er kommt einfach raus aus der Rutsche. Ihr seht es, Gino läuft weg. Oh mein Gott, wohin? Ich weiß es nicht, das bedeutet, Gino konnte sich befreien. Was passiert mit der Rutsche? Ihr habt gerade die scharfen Zähne gesehen, Leute. Da kommt was raus aus der Slide Eater Rutsche. Das ist ja gelber Schleim. Wir fliegen weiter, wir fliegen mit euch ein Stückchen höher. Vielleicht haben wir von oben einen besseren Blick auf diese Drohne. Aber das Positive ist, dass es Gino aus dieser Slide Eater Rutsche geschafft hat. Okay, wir wissen, Gino ist am Leben. Gino geht es gut, dank eurer Hilfe, weil ihr fleißig Likes gegeben habt. Jetzt müssen wir aber irgendwie versuchen, diesen Gino von dem Spielplatz zu entfernen. Wir suchen jetzt Gino. Wenn wir Gino gefunden haben, locken wir ihn mit unserer Drohne ganz, ganz weit weg. Vielleicht wird er eingesperrt hier oben in den Turm. Ich sehe nichts. Seht ihr irgendwas? Hier ist ein kleiner Schlitz, aber ich kann nichts erkennen. Ist da vielleicht Gino drin? Da ist kein Gino drin. Da ist überhaupt niemand drin. Wo ist der hin? Wo ist Slide Eater? Gino kann doch nicht einfach so schnell weggelaufen sein. Doch natürlich, er hat Angst gehabt vor Slide Eater. Er wurde ausgespuckt und ist weggehauen. Ich glaube, Gino hat gegen Slide Eater gekämpft. Und hat gewonnen? Und jetzt versteckt er sich hier irgendwo auf dem Spielplatz. Wir müssen weiterfliegen. Das bedeutet, wir fliegen jetzt sofort mit euch zusammen. Das ist Gino, Leute. Ihr seht es, wenn er versteckt sich. Wohin läuft er? Ich habe keine Ahnung. Wir folgen ihm jetzt. Wir haben ihn gefunden. Das Gute ist, er ist immer noch auf diesem Spielplatz. Aber er hat unsere Drohne nicht entdeckt. Deswegen können wir ihn noch nicht weglocken. Wenn er sich versteckt, müssen wir jetzt den ganzen Spielplatz mit unserer Drohne abfliegen. Ihr seid zum Glück noch da und schaut das Video bis zum Schluss. Wir werden zusammen mit euch jetzt Gino retten. Nur mit eurer Hilfe können wir es schaffen. Schaut mal, hier war Gino. Aber wo könnte er jetzt hingelaufen sein? Vielleicht hier bei der kleinen Rutsche. Vielleicht versteckt er sich dort. Ich fliege jetzt mal zur kleinen Rutsche. Das ist eine sehr gute Idee, weil eine kleine Rutsche könnte auch ein Slide Eater sein. Er geht von der großen Rutsche zur kleinen Rutsche. Das ist doch eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber hier ist niemand. Guckt es dir an. Vielleicht da drin in dem Haus? Fällt euch was auf? Hier ist auch kein einziger Mensch. Pass auf, was passiert mit unserer Drohne? Ich bin gerade gegen einen Baum geflogen. Die ist abgestürzt. Was ist denn jetzt passiert? Wir sind auf dem Kopf. Gino greift gerade die Slide Eater Rutsche an. Dreht den Handy. Die kämpfen gegeneinander. Wir können nicht mehr fliegen. Lass uns zurück zur Karte gehen und eine neue Drohne starten. Hier ist unsere neue Drohne. Damit können wir Gino retten. Auf diesem Spielplatz haben wir Gino gesehen, wie er gegen Slide Eater kämpft. Wir haben noch 4 weitere Spielplätze, wo sich Slide Eater befinden könnte. Dann lasst uns jetzt mit der Drohne direkt zu diesem Spielplatz im Wald fliegen. Aber schaut euch Gino an, er ist ganz traurig, weil ihr kein Like gegeben habt und er Rumi vermisst. Dann schnallt euch jetzt gut an, denn wir starten unsere Drohne. Wir sind jetzt hier beim Spielplatz im Wald und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt Gino finden werden. Denkst du wirklich, dass wir bei diesem Spielplatz Gino finden und retten werden? Natürlich, weil wir euch da draußen haben. Ich freue mich schon so, mit euch jetzt den ganzen Spielplatz abzufliegen. Du denkst, wir alle zusammen schaffen es wirklich, diesen Gino vor Slide Eater zu retten? Natürlich schaffen wir das und jetzt fliegen wir hier den ersten Spielplatz ab und ich sehe hier schon ein Gerüst. Und da ist sogar eine Rutsche dran an dem Gerüst. Aber von Gino war noch keine Spur. Aber was passiert denn mit der Rutsche dort? Da ist Gino! Und er schaukelt.
Siehst du das? Er hat ja richtig Spaß bei dem Spielplatz. Aber warte mal, warum hat Gino keine Angst? Auf jedem Spielplatz könnte sich ein Slide Eater befinden. Und er ist ja gerade bei einem Spielplatz. Das bedeutet, auch dort könnte ein Slide Eater sein. Aber bei dieser Rutsche ist nichts. Diese Rutsche sieht ganz ungefährlich aus. Das vielleicht für einen kurzen Moment, aber aus dem Nichts könnte ein Slide Eater kommen. Dann werden wir jetzt zusammen mit euch und unserer Drohne die ganze Rutsche hochfliegen. Das Gute ist aber, dass Gino auf jeden Fall auf diesem Spielplatz ist, wie es die Karte gesagt hat. Da hast du recht und ich habe dir gesagt, hier ist keine Slide Eater Rutsche. Wir sind komplett die ganze Rutsche abgeflogen und kein Slide Eater war dort. Ihr wisst doch, Freunde, ein Slide Eater kommt nur bei geschlossenen Rutschen. Da hast du recht, aber der Spielplatz ist so groß, da gibt es bestimmt noch mehr wie eine große Rutsche. Hier ist eine große Rutsche, aber ich sehe kein Slide Eater. Aber du weißt, was eine große Rutsche bedeutet. Es ist ein Slide Eater. Hier ist ein Slide Eater und Gino kämpft gegen den Slide Eater. Ich hatte recht, es ist ein Slide Eater, der gewinnt den Kampf. Auf geht's, Gino, du schaffst das. Ich hoffe, dass Gino gewinnt. Warum? Es ist doch seine Freundin auch da, Rumi. Wo ist denn Gino jetzt auf einmal hingegangen? Gino ist auf einmal weg. Wer hat den Kampf gewonnen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wer gewonnen hat? Dann schreibt's jetzt mal in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like da. Gino oder Slide Eater? Auf jeden Fall ein Like auf dieses Video geben. Das kostet nämlich nichts. Jetzt warte mal, wir fliegen jetzt mit der Drohne ganz genau diese große Rutsche ab. Vielleicht finden wir dann Gino so. Das ist ein sehr guter Plan. Wir fliegen jetzt die Rutsche runter. Was hältst du davon? Das ist sehr gut. Dann wissen wir ganz genau, ob Gino noch vielleicht in der Rutsche drin ist. Ihr habt es gesehen. Ich habe unsere Drohne gerade in der Rutsche gelandet und jetzt gibt es gleich Vollgas. Aber sei vorsichtig. Du darfst auf keinen Fall unsere zweite Drohne kaputt machen. Es ist nichts passiert. Ihr seht es. Unsere Drohne fliegt noch. Du fliegst aber sehr, sehr nah an die Rutsche dran. Pass auf. Aber ich bin doch ein sehr vorsichtiger Drohnenflieger. Trotzdem dürfen wir nicht den Boden der Rutsche berühren. Okay, Ich hab's dir gerade gesagt. Ich habe gerade die Drohne in der Rutsche versenkt. Können wir sie noch steuern und fliegen? Gott sei Dank, ich habe sie gerade noch mal starten können. Das war echt knapp, Leute. Ihr habt es gesehen. Lasst ein Like da, damit er so gut mit der Drohne umgehen kann. Ich habe wirklich dank eurer Hilfe es geschafft, die Drohne noch einmal starten zu können. Aber wo ist Gino? Vielleicht am anderen Ende wieder beim Spielplatz. Wir haben ganz vergessen, wo Gino hin ist. Leute, ihr habt doch gesehen, er hat am Anfang von diesem Spielplatz geschaukelt. Stimmt, dann fliegen wir jetzt wieder zurück zu dieser einen Stelle, wo er war. Bei der kleinen Schaukel mit der kleinen Rutsche, wo kein Slide Eater war. Hoffentlich ist er dort. Er hat gerade mit Slide Eater gekämpft und ist wieder zurückgegangen. Und ihr seht es, da hinten fliegen wir jetzt hin. Hinter diesem Fußballtor fliegen wir jetzt zusammen mit euch hin. Genau da war Gino und er war glücklich. Und wenn wir Gino finden, dann hoffentlich folgt er unserer Drohne, damit wir ihn retten können. Und dann können wir auch Rumi sagen, hey, wir haben deinen Freund gefunden und ihm geht's gut. Gino ist hier und er rennt weg. Wieso rennt er weg? Und wohin rennt er jetzt? Vielleicht rennt er zu einem anderen Spielplatz. Das bedeutet, wir müssen auf unserer Karte nachschauen, wo wir jetzt als nächstes mit euch zusammen hinfliegen. Gino ist gerade weggelaufen, aber zu welchem Spielplatz rennt er denn jetzt? Ich kann es nicht glauben. Gino ruft an. Was will er von uns? Heb sofort ab. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten über Rumi? Ja, haben wir. Wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die gute Nachricht zuerst, bitte. Okay, die gute Nachricht ist, dass wir Rumi gefunden haben, aber das war auch schon die gute Nachricht. Ihr habt wirklich Rumi gefunden. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, dass Rumi mit Slide Eater gekämpft hat und fast von Slide Eater aufgegessen wurde. Ich schwöre, wenn ich diesen Slide Eater in die Finger kriege, rutsche hin oder her, ich brenne das Teil ab. Wir müssen da sofort was machen. Wir können nicht so tun, als wäre das nur ein Zufall. Das Ding ist ein Monster. Versteht ihr? Ein verdammtes Monster, das Kinder frisst. Wir wissen auch nicht, warum Slide Eater auf einmal Rumi essen will. Slide Eater ist ja der Rutschenfresser und der ist sehr böse. Ihr müsst Rumi retten. Ihr habt's doch mit eigenen Augen gesehen. Helft mir, bitte sie zu retten. Lasst sie nicht aus den Augen. Ihr müsst auf mein Baby aufpassen, verstanden? Er hat aufgelegt. Leute, ihr habt gehört, was Gino gesagt hat. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen Rumi retten. Das ist das oberste Ziel, Rumi zu retten vor dem bösen Slide Eater für Gino. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Wir fliegen jetzt zu dem ersten Spielplatz im Wald. Das bedeutet, das ist jetzt der dritte Spielplatz, den wir mit unserer zweiten Drohne abfliegen. Und in diesem Wald befinden sich noch 2 weitere Spielplätze mit womöglich Slide Eater Rutschen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber seht mal diese Rutschen an, die sind wieder so groß, da
Da wohnt doch bestimmt ein Slide Eater drin. Wir haben es ja gesehen, Rumi wurde verfolgt von dem Mund, der aus dem Boden gekommen ist und vielleicht hat sich ein Mund hier festgebissen. Rumi hat gesagt, nein, das ist Zoe. Was macht denn Zoe da? Sie läuft zur Rutsche. Nein, es kann doch nicht wahr sein. Wir wollten doch Rumi retten. Wieso ist denn Zoe jetzt auf dem Spielplatz? Vielleicht will Zoe auch unbedingt Rumi vor dem bösen Rutschenfresser Slide Eater retten. Natürlich, bei dem ersten Spielplatz war ja auch Mira da und wollte helfen. Und guckt euch mal diese Rutsche an. Es ist eine Röhrenrutsche, eine geschlossene Röhrenrutsche. Die Rutsche an sich sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Wir müssen näher ranfliegen. Das ist eine typische Slide Eater Rutsche. Ich hoffe natürlich nicht, weil ihr wisst ja, Zoe ist dort. Ich guck mal mit unserer Drohne. Ah, da ist Slide Eater! Nein, bei dieser großen Rutsche ist Slide Eater. Ich hab's befürchtet. Schaut euch mal die bösen Zähne an, diese blutigen Mund. Und da in der Nähe läuft einfach Zoe rum, um Rumi zu retten. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass sich Slide Eater auf diesem Spielplatz befindet. Natürlich nicht. Sie dachte, Rumi wäre dort. Aber Rumi haben wir bis jetzt noch nicht getroffen. Wir schalten auf jeden Fall nicht ab. Wir fliegen weiter mit euch zusammen und ihr schaut das Video hier bis zum Schluss. Weil keiner von den K-Pop Demon Hunters darf von Slide Eater gegessen werden. Auf gar keinen Fall. Ich bin der größte Fan von K-Pop Demon Hunters und du auch. Hier steht sogar Handtricks. Ja, die Mütze habe ich extra bei einem Konzert gekauft. Okay, Freunde, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen Rumi finden, bevor sie von Slide Eater gegessen wird. Rumi ist bis jetzt noch nicht auf dem Spielplatz. Wir haben nur Zoe angetroffen, die uns hilft, Rumi zu retten. Aber bis jetzt habe ich Zoe nicht mehr gesehen. Vielleicht ist Zoe zu dem nächsten Spielplatz gelaufen. Da gibt's aber auch wieder so eine kleine Rutsche. Wie beim ersten Spielplatz. Kleine Rutsche, große Rutsche, gleich Slide Eater Rutsche. Das sind immer die gleichen Systeme. Eine große Rutsche und eine kleine Rutsche. Aber wo ist Zoe? Ich kann Zoe auf dem ganzen Spielplatz nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Ich bin extra ganz weit hochgeflogen, damit wir besseren Ausblick haben, aber ich sehe Zoe nicht. Wo ist Zoe denn jetzt auf einmal hingerannt? Okay, wisst ihr was? Wir versuchen es noch einmal. Wir suchen jetzt noch ein letztes Mal diesen Spielplatz ab. Ansonsten gehen wir zu unserer Karte und fliegen zu dem nächsten. Weil das Problem ist, wenn Zoe einfach mal rutschen geht, wird sie einfach aufgegessen. Okay, Schritt für Schritt, Meter für Meter suchen wir jetzt diesen Spielplatz nach Zoe ab. Falls ihr Zoe auf diesem Spielplatz seht, schreibt in die Kommentare, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und wenn ihr Rumi seht, dann lasst ein Like da. Das sowieso, weil das ist ja die Mission. Wir müssen Rumi retten vor Slide Eater. Ich schaue jetzt mal hier in diesem kleinen Häuschen, ob wir hier in diesem kleinen Häuschen irgendjemand entdecken. Rumi, du musst dich doch irgendwo versteckt haben. Fällt dir was auf? Nein, die ist eine kleine Rutsche, die offen ist. Genau, und bei offenen Rutschen gibt es so gut wie nie ein Slide Eater. Da hast du recht, aber vielleicht ist dann Zoe dort, weil sie weiß, dass da kein Slide Eater ist. Wobei, bei Rumi ist aus einer offenen Rutsche auch ein Slide Eater geworden. Nur war die offene Rutsche viel, viel größer und länger als so eine kleine Rutsche. Stell dir mal vor, aus dieser Babyrutsche kommt ein Baby-Rutschenfresser, also ein Baby-Slide Eater raus. Oder aus dem Boden kommt wieder ein Mund von Slide Eater hoch. Ich will es gar nicht sehen, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Zoe oder Rumi finden. Vielleicht ist sie oben in den Turm drin. Okay, ich schaue. Ist da Zoe? Ich sehe niemanden. Seht ihr jemanden? Ich finde, dass der Turm komplett leer ist. Der ist echt leer. Ihr seht es, hinter dem Holzverschlag ist einfach niemand. Flieg aber nicht zu nah ran. Flieg nicht zu nah an diese Slide Eater Rutsche ran. Ich will aber noch einmal reingucken. Vielleicht wurde ja Zoe schon gegessen von Slide Eater. Das ist aber sehr risikoreich. Ah, nein! Was passiert hier? Ah, nein, Zoe! Ich kann gar nicht hingucken. Sie wird gegessen. Zoe wird gerade aufgegessen von Slide Eater. Wir sind zu spät. Und ich hätte die Drohne fast kaputt gemacht, Leute. Seht ihr das? Oh, Zoe ist weg. Zoe ist jetzt in dieser Rutsche drin. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Sie wurde einfach aufgegessen von Slide Eater. Ihr habt doch alle gesehen. Zoe ist nicht mehr da. Und wir können sie auch nicht retten, weil wenn wir mit unserer Drohne in die Rutsche fliegen, werden wir auch gegessen. Dann ist die Drohne für immer weg und wir haben keine Bilder mehr. Schau dir mal da hinten in der Ecke an. Was ist das denn? Seht ihr das? Was ist das für ein Park? Ich glaube, da werden die Slide Eater Rutschen hergestellt. Weißt du, dort werden sie gebaut? Da könnten sie wirklich gebaut werden. Wir fliegen mal näher. Aber wir haben Zoe verloren. Wir können jetzt auch nichts mehr ändern, Freunde. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Rumi retten, bevor wir Rumi auch verlieren. Du hast Gino am Telefon gehört. Wir müssen unbedingt Rumi retten. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal weiter, Leute. Da werden die echt produziert und gebaut, die Slide Eater. Ihr seht es. Die Einzelteile werden aneinander geschraubt und zusammengesteckt. Deshalb kommt der Mund auch vom Boden hoch. Der wird sich einfach in eine Rutsche reinsetzen und zack, Slide Eater ist da. Wie ein Parasit sucht sich der Mund aus dem Boden einen neuen Wirt und saugt sich fest. Lass uns zur Karte gehen. Wir müssen weiter suchen. Wo ist Rumi? Ich kann es nicht glauben. Auf diesem Spielplatz wurde einfach Zoe von Slide Eater aufgegessen. Und Rumi war auch nicht auf diesem Spielplatz, deswegen haben wir ihn mit einem X markiert. Also kann sich Rumi nur noch auf einen dieser 2 Spielplätze verstecken. Die Chance liegt bei 50%, dass wir zu dem richtigen Spielplatz fliegen. Wir fliegen jetzt einfach zu diesem Spielplatz hier oben und hoffen, dass Rumi nicht von Slide Eater aufgefressen wird. Lasst jetzt nochmal alle ein Like auf diesen
dieses Video da, damit wir Rumi vor dem bösen Rutschenfresser retten können. Und wir starten jetzt sofort die Drohne. Wir werden jetzt mit unserer Drohne in eine Slide-Eater-Rutsche reinfliegen. Ihr habt richtig gehört. Wir nehmen unsere Drohne und fliegen in den Eingang von einem Slide-Eater. Wir müssen unbedingt nachschauen, ob da Zoe wirklich drin ist und oder vielleicht auch schon Rumi gegessen wurde. Oder Mira kann da auch sein. Ihr seht hier vorne den Eingang der Slide-Eater-Rutsche und wir werden jetzt zusammen mit euch da reinfliegen. Das ist absolut gefährlich. Auf keinen Fall nachmachen. Es ist nichts für Kinder, Freunde. Ich fliege jetzt mit höchster Präzision. Schau mal, was aus dieser Rutsche rauskommt. Da kommt Schleim raus. Und wie viel? Schau mal, das hört gar nicht mehr auf. Ich fliege jetzt trotzdem rein, Freunde. Ihr könnt es sehen, mit höchster Präzision steuere ich die Drohne für euch in diese Slide-Eater-Rutsche. Entweder wird die Drohne aufgegessen oder er fliegt einfach gegen die Wand, dann ist sie kaputt. Gefährlicher geht's nicht. Die Drohne kann aber nicht weiterfliegen. Ich schaffe es nicht. Ihr könnt es sehen, ich stecke fest. Wie wär's, wenn du einfach wieder rausfliegst und wir fliegen von dem Turm aus in die Slide-Eater-Rutsche von oben? Das ist eine sehr gute Idee. Wir werden die Slide-Eater-Rutsche von oben erobern. Weil damit kannst du bestimmt besser fliegen und so können wir genau schauen, wer alles in dieser Slide-Eater-Rutsche drin ist. Ihr seht es aber, ich kann da nicht reinfliegen. Die ist abgeschottet. Der Turm ist komplett zu. Wir schauen mal, ob der Turm wirklich zu ist und wir fliegen jetzt ganz, ganz vorsichtig an den Turm ran. Da ist doch eine Treppe. Das ist eine Öffnung. Da müssen wir reinfliegen. Das ist unsere Chance, dass wir in den Slide-Eater hinein können. Aber du musst wirklich sehr, sehr vorsichtig fliegen. Du siehst, wie eng es da ist. Unsere Drohne ist ja nicht klein. Das ist wie eine Slide-Eater-Operation, Leute. Wenn wir mal Slide-Eater operieren lassen sollen, dann schreibt jetzt mal operieren in die Kommentare. Das sieht aus wie ein Labyrinth. Pass auf, Mann. Du darfst nicht gegen die Wand fliegen. Okay, ich fliege ganz vorsichtig hoch und ihr könnt es sehen, auf jeder Etage gibt es eine Blockade. Und da oben ist dann die Öffnung der Slide-Eater-Rutsche. Genau am höchsten Punkt des Turmes. Ihr seht es, da ist immer so eine rote Blockade, die versucht uns zu blockieren. Das ist Warnung, dass wir nicht weiter fliegen dürfen. Warum? Weil das die Öffnung von Slide-Eater ist. Ihr könnt es sehen, da ist die Öffnung von Slide-Eater und da fliegen wir zusammen mit euch rein. Rumi wird gerade gegessen. Ihr habt gesehen, Rumi wurde runtergezogen in die Rutsche hinein. Die arme Rumi ist in der Slide-Eater-Rutsche drin. Wir haben Rumi verloren. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir fliegen jetzt sofort mit der Drohne hinterher. Wir müssen Rumi retten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir werden jetzt zusammen mit euch unsere Drohne aufs Spiel setzen, damit wir Rumi für euch retten können. Und wenn wir sicher sind, rufen wir Gino an und gehen zu diesem Spielplatz und retten Rumi. Vollgas, Leute, Mann, wir sind drin. Wir fliegen wirklich in die Slide-Eater-Rutsche. Was passiert jetzt? Was ist da? Seht ihr das? Es